Hi, mein Name ist Jan Walter, das ist mein Kollege Stefan Nüssen. Er ist Projektleiter MPIS, Mitarbeiter der Technik- und Entwicklungsabteilung hier bei der Masterflex. Und Stefan hat sich netterweise dazu bereit erklärt, heute erneut mit uns über das Thema MPIS zu sprechen. Letztes Mal gab es einen Überblick über MPIS und Status Quo. Und heute wollen wir in eine Zukunftsaussicht gehen. Wir reden, was ist MPIS morgen, und Stefan erklärt uns ein bisschen was zu dem Schlauch-Management-System hier. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein in den Meetingraum und wir sehen uns gleich. Da sind wir wieder. Willkommen zurück bei, ja, man kann sagen, MPIS aktuell. Danke nochmal, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Stefan, für welche der vielen Ideen rund um MPIS hast du dich in Form von konkreten Teilprojekten entschieden? Also MPIS steht ja im Endeffekt für die Vereinfachung von Prozessen und die Verringerung von Kosten und ebenso natürlich auf jeden Fall auch für die Verbesserung der Nachhaltigkeit unserer Kunden. Und dementsprechend haben wir uns für die Funktionen und Services und Lösungen entschieden, die im Endeffekt Nachhaltigkeit und Komfort sinnvoll miteinander verknüpfen. Sprechen wir als nächstes über das Schlauch-Management-System, ganz grob erklärt. Was kann das eigentlich? Was ist das? Das kann ich gerne mal veranschaulichen. Gerne. Das Schlauch-Management-System ist im Endeffekt das zentrale Datensystem, mit dem wir dem Kunden Mehrwerte bieten. Und sein Vorteil ist, dass es Prozesse vereinfacht, Kosten senkt und die Nachhaltigkeit für den Kunden erhöht. Ja, vielen Dank, Stefan. Diese Skizze hat mir definitiv geholfen, den Prozess zu verstehen. So ein Produkt will gut entwickelt sein. Hat die Group denn bereits einen zukunftshungrigen Entwicklungsdienstleister für das Schlauch-Management-System gefunden? Auf jeden Fall. Wir arbeiten mit einem Dienstleister zusammen, der bereits sehr viel Erfahrung darin hat, Software-Systeme bei Kunden oder für Kunden zu entwickeln und bei ihnen zu implementieren. Und auch perspektivisch ist das für uns auf jeden Fall ein guter Partner, um die Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Klingt vielversprechend. Aber Stefan, jetzt mal ganz unter uns. Was wird ein erstes Go-Live-MVP eigentlich alles beinhalten? Also die erste Version des Systems wird Kernfunktionen enthalten, die den Kunden schon erste digitale Mehrwerte bieten. Das sind beispielsweise Funktionen wie die Verwaltung von Schläuchen, eine Planung für Wartungsmaßnahmen, Abrufen von Informationen und hier ganz besonders auch das Thema Lifecycle Tracking, das wir für unsere Kunden damit für sämtliche Produkte auch transparent machen. Verstehe. Und sprich, Bedarfsanfragen, so wie ich das verstanden habe, sind dann einfach ganz leicht per Knopfdruck abrufbar, ja oder nein? Ja, ganz genau. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass das System Prozesse vereinfachen soll. Anstatt dass der Kunde beispielsweise per Telefon oder per E-Mail uns eine Anfrage zukommen lässt, was natürlich wiederum Zeit in Anspruch nimmt, kann er an dem entsprechenden Artikel einfach auf einen Button drücken und schon durch einen automatisierten Prozess erhalten wir im Endeffekt die Anfrage und können ihm direkt das Angebot zukommen lassen. Super. Stefan, sagen wir eine Zukunftsaussicht. Was ist MPIS morgen? MPIS wird der zentrale Knotenpunkt zwischen Produkten aus dem Schlauchbereich, deren Herstellung und deren Anwendung. Und die Daten, die hierbei entstehen, die entwickeln wir zu einem digitalen Zwilling. Und mit diesem digitalen Zwilling bieten wir unseren Kunden zunehmend immer weitere Zukunftsdienste an, wie Predictive Maintenance oder andere digitale Lösungen. Das klingt nach Mehrwert pur. Welchen Mehrwert bieten wir denn explizit unseren Händlern mit so einem Schlauch-Management-System? Also für Händler ist das System ganz besonders interessant, weil sie sogar künftig ihren eigenen Bereich bekommen werden. Und wir haben einiges an Potenzial ermittelt, wie wir Prozesse beim Händler tatsächlich auch vereinfachen und beschleunigen können durch automatisierte Routinen. Und davon profitiert natürlich ein Händler ganz besonders. Eine Frage möchte ich da noch zu stellen, vielleicht mal ein bisschen nachbauen. Was hat unser Endkunde davon? Einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil, weil er mit einem System oder mit einer Lösung wie dem Schlauch-Management-System nicht nur effizienter und somit kostengünstiger, sondern auch nachhaltiger wirtschaftet. Vielen Dank, Stefan, für deine Zeit, für die spannenden Gespräche mal wieder. Und ich denke, wir hören uns bald auch erneut zum Thema MPIS, zum Thema Schlauch-Management-System. Wenn Sie noch Fragen über
das Produkt Ampiers über Cloud-Management-Systeme allgemein haben, können Sie gerne Stefan Nüssen über unsere Webseite oder über LinkedIn kontaktieren und erreichen. Vielen Dank und bis bald.